Also im Teil 3 unserer Serie zum Thema Daytona sind wir jetzt im Jahr 1988 angekommen. Und das ist eigentlich jetzt das Jahr, wo die wahre Erfolgsgeschichte dieses Modells eigentlich losgeht. Ich möchte eigentlich dich zu erinnern, wie das war, als du deine berufliche Karriere anfingst. Karriere ist gut. Ich habe damals meine Lehre angefangen bei Bucherer. Und du hast natürlich recht, mit der Daytona, aber auch damals mit der Submariner, hat es Rolex geschafft, aus so einer Ecke rauszukommen, von Angeberuhr, diese brillantierten Uhren, Zuhälteruhren. Das war so das klassische Klischee, mit dem man eigentlich als Rolex-Träger kämpfen musste. Und ich weiß noch, als die letzten Handaufzugs-Daytonas ausgeliefert worden sind, das war nur auf spezielle Order. Und da waren ein paar Leute mit Weitsicht, die haben gesehen, da läuft irgendwas aus, das bestelle ich lieber mal. Die Uhren haben, glaube ich, am Schluss 2.800 oder 3.200 Mark gekostet und hatten schon natürlich immer einen markigen Look. Und ein paar haben tatsächlich noch Uhren bekommen, glaube ich auch noch 89, in der letzten Phase. Und dann kam die Rolex Daytona mit Zenith-Kaliber. Genau, Zenith. Die haben endlich ein Automatikwerk, Chronometer, Chronograph und ein größeres Gehäuse, jetzt 40 mm, wirklich wasserdicht. Saphirglas darfst du nicht vergessen. Saphirglas, ein großer Wechsel. Dieses Modell, was ich in der Hand habe, ist einer der ersten. Es ist ein sogenanntes Four-Liner mit einer frühen Lünette, die danach so nicht weitergefüft wurde. Auch das Schließensystem. Nee, jetzt habe ich es genau falsch gemacht. Das ist die Four-Liner. Hier haben wir sie. Das ist übrigens einer der Punkte. Man erkennt es wirklich nur beim genauen Hinschauen. Und das ist das, was vielleicht noch der große Unterschied zu den alten Daytonas war. Und hier sieht man tatsächlich der Direktunterschied bei den Tachymetern. Also diese frühe 200er Tachymeter-Lünette ist wirklich optisch komplett anders wie die spätere 400er Lünette. Und an den Schließen, das ist das, was ich gerade demonstrieren wollte, ist die frühe, die Four-Liner, die nur kurz gebaut worden ist, eben noch ohne dem Flip-Lock-System ausgestattet. Was das Faszinierende war, als die ersten Uhren ausgeliefert worden sind, damals irgendwie um die 4.500 Mark. Und auf einmal waren die ersten zwei weg. Eine im Schaufenster, eine im Lager verkauft. Und wir hatten noch eine Anfrage, noch eine Anfrage, noch eine Anfrage. Und auf einmal war dann eine Liste mit 15 Leuten innerhalb von 1-2 Wochen. Die Liste hat sich immer vergrößert. Wir haben überhaupt keine neuen Leute damals mehr aufgenommen. Und die Uhren sind auf einmal über Listenpreis gehandelt. Und Rolex hat jetzt eins festgestellt, das ist so ähnlich wie beim Türsteher in der Diskothek. Je schwieriger es ist, an das Produkt zu kommen, desto interessanter ist es für den Kunden. Und hat vor allem eins gemacht, es hat das Image dieser Marke in den Fokus gerückt von Leuten, die investieren wollten. Die haben gesagt, ich kann eine Uhr für 5.000 € im Laden kaufen und krieg sofort 8 dafür. Das ist spannend. Was ist das? Was kann das sein? Danach gibt es eine andere spannende Uhr, die, wie ich finde, rein optisch so einen sofortigen Wiedererkennungswert hat. Das wäre jetzt wahrscheinlich die Patrizzi, die du ansprichst. Die ist nach einem berühmten Auktionator benannt, nach dem Osvaldo Patrizzi. Eine ganz normale Zenith-Daytona, aber aus einer frühen Serie, wo das Zifferblatt noch nicht gegen UV dementsprechend imprägniert war, als dass das Zifferblatt mit Kontakt von UV-Licht nachdunkelte. Und je dunkler die Totalisatoren, desto gefragter ist eigentlich dieses Modell. Also es kommt, glaube ich, auch echt auf die Serie drauf an. Es sind ja so 2-3 Serien, die so gebaut worden sind, und davon ist eine Serie, die wirklich fast schwarz wird. Was ein irre Look natürlich in der Kombination mit dem tiefschwarzen Zifferblatt und dem Stahlgehäuse bringt. Nach 12 Jahren war es endlich soweit. Rolex kam mit einem eigenen Kaliber, dem sogenannten 4031er, auf den Markt, und soweit ich mich erinnern kann, kamen die mit recht bunten Modellen in Weißgold auf den Markt am Lederband. Dieses sogenannte Beach-Modell gab es mit rosafarbenen, mit blau, grünen und gelben Zifferblatt. 98, 99 gab es 2 Jahre lang die goldenen Daytonas auch mit Lederband, zum allerersten Mal. Einmal in Weißgold, einmal in Gelbgold. Auch das erste Mal mit Perlmutt-Zifferblättern. Und daraus resultierte dann der Nachfolger, der eben mit diesen Steinblättern gebaut worden ist, sogenannten Beach Daytonas. So, jetzt kommen wir eigentlich zur Jetztzeit, zum ersten Mal. Das ist die aktuelle Stahl-Daytona mit schwarzem Zifferblatt und jetzt nochmal mit der überarbeiteten Leuchtmasse, wie vorher erwähnt, die jetzt nachts blau glimmt.
Allgemein sind die Uhren im Gegensatz zu den Zenit-Daytonas ein Stück größer geworden. Ja, wirkt so. Also speziell auch bei den Lederbandmodellen. Und das Zentrum der Totalisatoren bei 3 und 9 Uhr ist nicht mehr komplett auf der Linie. Wenn man zwischen 3 und 9 einen Strich ziehen würde, ist das Zentrum der Totalisatoren ca. 1 Millimeter drüber, nicht gut zu erkennen. Aber das ist auch ein sehr gefragtes Modell, was wir hier haben. Eine weiß-goldene mit Panda-Dial, mit aufgesetzten Ziffern, die arabisch sind. Sehr schöne, gefragte. Es gibt jetzt halt viele Zifferblatt-Varianten. Früher gab es ja eigentlich nur 2. Ja. Seitdem es die Perlmutt- und Steinblätter gibt, gibt es da natürlich richtig viel. Man hat also heute viele Variationen, die Uhren auch optisch zu verändern. Und das ist jetzt das Flagship, Ja. die Platin-Daytona. Zum ersten Mal in der Geschichte seit 1963 ist diese Uhr in Platin hergestellt worden. Mit einer schokoladenbraunen Keramiklünette und ziemlich schwer. Ich persönlich würde passen müssen. Ich bin nicht in der Lage, die, glaube ich, länger zu tragen. Man gewöhnt sich an alles. Also am Schluss würde ich mich schon überreden lassen. Aber es ist im Vergleich, wenn man eine goldene oder Stahl in der Hand hat, wirklich massiv der Unterschied. Also man muss das mal berühren, um das zu spüren. Aber was sehr, sehr schön ist, dass sie das erste Mal auch hier wieder eine Farbe gemacht haben, in der Kombination, was mir toll gefällt, mit dieser abgesetzten Lünette. Ich bin ja ein großer Fan von der dunklen Lünette bei der alten Handaufzugs-Daytona und bin mal gespannt im Praxistest über die nächsten Jahrzehnte, ob da was absplittert oder ob die auch so stabil ist wie eine Das ist die Frage, ob die schön altern. Ja, ob die schön altern. Was ist jetzt die beste Daytona? Also zum Tragen muss man ganz ehrlich sagen, sind es die neuen. Die gehen noch einen Tag länger, sind noch ein Stück weit präziser. Die Bänder sind so verarbeitet, dass das modern wirkt, wenn man das in der Hand hat, wertig und echt. Ich sehe dich nie mit einer neuen. Nein, das ist richtig. Ich persönlich würde mir aus dem ganzen Reigen immer mal eine goldene nehmen, wenn ich ehrlich bin. Oder, und das ist einer meiner Favoriten, ist die Patrizi, weil sie gerade mit dem schwarzen Zifferblatt einen irre Look hat. Aber das ist natürlich sehr subjektiv. Zu uns ins Geschäft kommen ja oft Leute, die sich alte Uhren und moderne Uhren gleichzeitig anschauen können. Das ist ja eigentlich eine der ganz faszinierenden Sachen bei uns, dass wir Produkte aus den letzten 60, 70 Jahren bauen. Und was ich sehr häufig höre, ist, vor allem wenn man mal eine Uhr aus den 60ern oder 70ern in die Hand nimmt, dass die Leute überrascht sind, wie leicht das ist. Die Hälfte, die Geräusche, die diese Uhren machen, speziell die Bänder, weil dafür sie die damals Platin noch gebogen sind. Fast gar kein Geräusch. Toll ist auch, wenn man mal an den Uhren hört. Diese frühen Uhren haben ja 19.000 bis 20.000 Halbschwingungen und die letzten Varianten dann eben 28.000. Richtig. Also die modernen, die ticken so schnell, das macht tick, 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 tick. Und bei den alten hast du noch wie bei einer Taschenuhr fast ein ganz sachtes Tick. Man merkt, wenn man die Krone anmacht, dass der immer noch so ein bisschen hackelig läuft. Ja. Der neue Chrono läuft ja ganz klar und sicher durch. Aber das macht natürlich auch den Charme aus. Also man muss die Produkte wirklich anfassen und berühren, um ein Gefühl auch für die Zeit zu bekommen und für Verarbeitungsqualität. Die Leute tragen sowas schon. Also man muss gucken, die haben alle Spaß, ihre Autos und ihre alten Uhren spazieren zu fahren und zu tragen. Und es sieht natürlich dann auch toll aus, wenn man aus einem alten Porsche oder Ferrari steigt und aus dem gleichen Jahr einen Chronograph besitzt. Ob das jetzt ein Heuer-Chronograph ist oder ein Rolex, ist jetzt mal dahingestellt. Die Sachen sind alltagstauglich. Du kannst die jeden Tag anziehen. Und vielleicht bis auf Wasser, wo man bei älteren Uhren immer vorsichtig sein muss mit Feuchtigkeit. Aber sonst für jede Situation gemacht. Die sind stoßgesichert, die sind verschraubt, die Gehäuse sind massiv. Du kannst das jeden Tag benutzen. Und das ist auch einer dieser ganz großen Punkte bei Uhren aus den 70er und 80er Jahren, dass die voll einsatzbereit sind. Produkte vor 1940, da sah die Verarbeitung noch anders aus. Da muss man wirklich ein bisschen Zugeständnisse machen. Aber danach fantastisch. Man fragt sich, wo die Entwicklung noch hingehen kann. Was kann Rolex eigentlich jetzt noch verbessern? Ja, die Frage stellen wir uns auch immer. Inzwischen gehen die Uhren ja fast 3 Tage. Die Wasserdichtigkeit ist toll gelöst. Für mich kann eigentlich nur noch eins kommen, dass die Uhren keinen Service mehr benötigen müssen. Das heißt, ein sehr großes Intervall von oder 10, große 15 Intervalle, Jahre. 10, 15 Jahre. So das wie wäre jetzt noch ein die Fortschritt. Autos hinbekommen haben, die 50.000 Kilometer ohne Service laufen. Genau. 20 Jahre ohne Ölwechsel, das wäre jetzt so mein Wunsch für neue Uhren. Ich glaube, das Thema Rolex, Daytona, Kosmograph haben wir jetzt von 1962 über diese 3
teilige Serie ordentlich behandelt. Es gibt sicher noch Modelle, die wir nicht zeigen konnten, aber im Wesentlichen waren wir in der Lage, einen ordentlichen Querschnitt zu präsentieren und freuen uns weiter auf euch Zuschauer.